Diese günstigen Boilies haben natürlich auf der einen Seite das Schöne, den Preis. Ja, das ist jetzt mal ein Thema. Ich bekomme immer wieder mal die Frage, also kann man auch nicht sagen, sie kommt mal vor, sagen wir es lieber so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht den Gedanken haben, die Frage mal zu platzieren, und hiermit will ich mal dahingehend das beantworten, bestmöglich und verständlich. Und zwar geht es darum, könnt ihr nicht auch Boilies produzieren für Leute, die viel füttern? Wir brauchen einen Futterboilie. Ja, natürlich kommt die Frage dann an eine Premium-Qualitätsfirma, Imperial Baits, zurecht. In der Hinsicht, dass man die Frage eben nicht dort platziert, wo schon günstige Boilies angeboten werden. Diese günstigen Boilies haben natürlich auf der einen Seite das Schöne, den Preis, auf der anderen Seite natürlich die sehr einfachen Zutaten. Ich will jetzt gar keine Marken vergleichen und auch keine Marken nennen, die welche Zutaten noch immer benutzen, um eine runde Kugel mit Farbe und Aroma zu produzieren. Da gibt es ja etliche. Und ich glaube, man kann sogar mittlerweile unter 2 Euro pro Kilo irgendwas kaufen. Wie gut das dann funktioniert, sieht man am Wasser. Und auch bei unseren Abwrack-Boilies, weil genau diese Boilies fracken wir also regelmäßig zu großen Stückzahlen ab. Also ihr kennt das vielleicht, die Abwrackprämie ist 3,50 Euro pro Kilo Boilies, das ihr bei uns kauft. Werdet ihr weniger bezahlen, wenn ihr entsprechende Menge Boilies von euch liefert. Das eigentliche Problem bei Futterboilies ist, man hat den Anspruch auf einen Köder, der viel gefressen wird. Gleichzeitig will man aber wenig dafür investieren. Das ist ja so schon ein Paradoxum und ein Trugschluss. Wenn man das will, nehmt Mais, nehmt Partikel, nehmt Tikernüsse, nehmt was auch immer und füttert das entsprechend mit dazu, um eine gewisse Menge zu generieren. Der Erfolg von Imperial Baits Carp Track Boilies liegt ja nicht darin, dass sie günstig sind. Und der europaweite Erfolg, man könnte sogar sagen weltweit, weil wir haben sehr viele Anfragen aus dem Ausland, wo man aber die Boilies leider eben heutzutage nicht ganz einfach so hinschicken kann. Unabhängig davon, Europa ist auch groß genug. Ist dieser Erfolg der Köder, die nach der Jahrtausendwende entstanden, hat sich ja europaweit verbreitet, ohne jemals einen Handelsvertreter irgendwie engagiert zu haben, der für einen auftritt. Türklinken putzt, was auch immer, sondern das ging von Gewässer zu Gewässer, von Uferseite zu Uferseite und von Land zu Land letztendlich, wo Karpfenangler sich unterhalten haben über Qualitäten bzw. über Produkte, die Erfolg versprechen, Produkte, die eben erfolgreicher sind wie andere. Und genau deswegen haben ja auch verschiedenste Angler, die mit Geldreserven im Hintergrund waren, damals bei mir angefragt und fragen heute noch an, ob das jetzt heute ist, wenn ich die E-Mails gleich checke, oder ob das gestern war tatsächlich und so weiter. Aus allen möglichen Ländern wird permanent angefragt, ob sie nicht auch Imperial Baits vertreiben können, weil einfach die Qualität für sich spricht. Und dahingehend dann Futterboilies zu produzieren, jetzt auf einmal für was ist überhaupt eine gewisse Menge an Futterboilie, habe ich jemanden gefragt, welche Menge nimmst du, die du füttern möchtest, um die mal zu präzisieren, und was für einen Preis willst du denn da überhaupt dann bezahlen, wo du sagst, okay, das ist in Ordnung. Weil wenn es jetzt angenommen 5,50 Euro oder 6 Euro pro Kilo wären, dann könnte man die ja am Markt kaufen. Es gibt ja ganz viele 5, 6 Euro Boilies. Aber natürlich ist klar, so wie ich es eingangs sagte, will man genau diesen besten Köder zum günstigsten Preis. Und das ist halt eben einfach nicht machbar. Also ich mache so weiter und wir machen so weiter, dass wir grundsätzlich die Köder produzieren, von denen ich überzeugt bin als Karpfenangler, dass sie funktionieren. Die Mengen können überschaubar gefüttert werden, man kann die Boilies pimpen, wie ich es immer wieder sage. Der Pimp, der wird noch viel zu wenig gemacht, die Erfolgreichen machen es vor, aber viele sind immer noch ein bisschen zögerlich, viele machen es, viele sind zögerlich. Mittlerweile sind nicht mehr zögerlich viele Firmen, die ganz viele Pimps anbieten. Ich glaube, das haben wir ja schon gleich ganz zu Beginn. Den Erde-Sand-Trick, der ist schon 2007 im Katalog. Ja, Squid Liver, Proteinkonzentrat, Add Fett, ist alles schon Ewigkeiten dabei. Und dann diese Aminokomplex Liquid und Powder Geschichte. Will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber nehmt einfach qualitativ hochwertige Köder, die im Wasser arbeiten, wenn sie es denn sollen. Wenn ich natürlich nur einmal die Woche irgendwo füttern kann, dann nehme ich keine Boilies, die sich innerhalb von ein paar Stunden zersetzen oder am nächsten Morgen die Schwarzmundgrundeln, die Weißfische, die Krebse gefressen haben, sondern nehme ich natürlich was mit mehr Eggalbumin drin und so weiter, um überhaupt den Karpfen, auch wenn sie dann vorbeikommen, noch einen Teller präsentieren zu können. Also in der Summe ist die Antwort nein, es gibt keinen billigen Futterboilie von Imperial Baits, zu Recht.
Die besten Boilies sollen weiterhin produziert werden und das geht eben nur zu einem gewissen Preis. Und jetzt vor dem Hintergrund der steigenden Preise, seit letztem Jahr ist es ja an keinem spurlos vorbeigegangen und auch keiner wird es unbemerkt lassen, dass einfach die einfachsten Zutaten 10, 20, 30% zugelegt haben in den Kosten. Und trotzdem habt ihr vielleicht festgestellt, dass Imperial Bates gar nicht teurer geworden ist, weil ich das momentan alles noch schlucke. Wir sind in der Premium-Qualität, wir sind im Preis sehr, sehr angemessen. Viele haben es mittlerweile sogar überholt. Hätte nie einer gedacht. Mir hat mal jemand gesagt früher, der seine Firma aufgegeben hat, so 2003 oder 2004, war das, ich nenne keinen Namen, Max, hätte ich gewusst, man kann Boilies über 10 Euro pro Kilo verkaufen, dann hätte ich weitergemacht. Das heißt, das war nicht dein Problem. Dein Problem war, dass du nicht geliefert hast. Eine Woche, 2 Wochen später irgendwann vom Wasser zu kommen und dann ein paar Pakete zu versenden, geht halt nicht. Und das ist halt eben unser Anspruch, möglichst schnell, selbst wenn es nicht immer gelingt, aber meistens möglichst schnell zu liefern. Hohe Qualität. Wenn mal was ist, unbedingt uns ansprechen. Jeder weiß, wir sind sofort zur Stelle. Und das ist immer der beste Weg. In der Hinsicht wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Bye bye.